Hallo, heute möchte ich erklären, wie wir in der kybernetischen Methode mit Sprache umgehen. Die Sprache findet ja zunächst im Mund statt. Das heißt, wir müssen unsere Sprechorgane benutzen, gut spüren können, gut wahrnehmen können. Dazu arbeiten wir mit großen Mundbewegungen, die wir zum einen durch die Lehrperson sehen als Vorbild, aber auch durch Mundstellungsbilder, die wir verwenden. Dabei können wir mit den Kindern insofern arbeiten, als sie diese Mundstellungsbilder nachmachen mit dem Mund, sie genau fühlen, was im Mund vor sich geht, wo zum Beispiel die Zunge sein muss, um bestimmte Laute anzubilden. Wenn sie dann die Stimme dazu benutzen, können sie die Laute hören und somit wird auch die phonologische Bewusstheit trainiert. Wir arbeiten also mit verschiedenen Mundbildern, die in verschiedenen Größen zu haben sind, beziehungsweise auch als Schwarz-Weiß-Mundbilder, damit die Kinder sie anmalen können. Die Sprachbewegung wird mit dem Arbeiten mit den Mundbildern neu wahrgenommen, denn zunächst sind wir ja alle erstmal nur Sprachbenutzer. Dann können wir die Sprache aber auch analysieren. Zum einen, wie schon gesagt, eben was im Mund passiert, zum anderen liegen aber auch dann Mundbilder nebeneinander und so können wir einzelne Worte festhalten. Wir sehen, welche Laute im Wort vorkommen, in welcher Reihenfolge, wie viele Laute zu einem Wort gehören. Und so können wir verschiedene Begriffe nacheinander bearbeiten. So, am besten gebe ich jetzt einfach mal erst ein Beispiel. Wenn wir also den A-Laut bilden wollen, müssen wir den Mund weit aufmachen. A. Und dabei können wir, bei manchen jedenfalls, 4 Finger aufrecht in den Mund stecken. Sieht dann so aus. A. Wir können untersuchen, wo die Zunge ist dabei. Und durch die großen Mundbewegungen überträgt sich natürlich die Information des Spürens, des Bewegens besonders gut ins Gehirn, kann dort vernetzt und abgespeichert werden. Ein weiteres Beispiel ist der M-Laut. Da ist ja schon allein interessant, dass beim M-Laut die Lippen geschlossen sind. Wo kommt also dann die Stimme aus dem Kopf raus? Wenn wir das die Kinder fragen, kriegen wir nicht selten die Antwort: dann muss die Stimme aus den Ohren kommen. Damit wird sie wahrgenommen. Tja, und dann müssen wir untersuchen, wo kommt sie denn wirklich raus? Und dabei stellen wir fest, sie kommt aus der Nase. Der Ton kommt aus der Nase, was wir wunderbar überprüfen können, indem wir sie zwischendurch mal zuhalten, wenn wir den Laut machen. Also sieht folgendermaßen aus. Und das ist natürlich eine große Freude für die Kinder, sowas herauszufinden. Wenn wir diese beiden Laute schon haben, dann können wir unser erstes Wort legen und das ist Mama. Und wenn wir das mit großen Mundbewegungen und schön langsam im Kym-Den sprechen, den Kindern vorsprechen, können sie das wunderbar nachmachen und sehr gut wahrnehmen. Wenn wir dann also ein ganzes Wort untersuchen, gibt es noch weitere interessante Dinge, wie zum Beispiel die Silbengliederung. Wir können uns also anschauen, besteht dieses Wort aus einer oder aus mehreren Silben. Wir können herausfinden, welche Silbe ist die betonte Silbe, wenn es mehr als eine ist. Und was natürlich auch noch wichtig und interessant ist, wird der Selbstlaut, der betonte, in der Silbe lang oder kurz gesprochen. Denn das hat wiederum Auswirkungen auf das spätere Lesen, Lernen und auch auf die Rechtschreibung. Wir können außerdem die Anzahl der Laute der Anzahl der Silben gegenüberstellen. Übrigens, nicht nur Kinder können mit den Mundbildern die Sprache gut erlernen, sondern auch Jugendliche und Erwachsene. Auch Erwachsene, die eine andere als die deutsche Muttersprache haben. Da haben wir inzwischen schon eine ganze Reihe von sehr guten Ergebnissen. Wir Deutsche haben ja manchmal Schwierigkeiten, ein englisches TH leicht zu erlernen. Andere Menschen mit anderen Muttersprachen haben andere Probleme. Über die Mundbilder kann das leichter transportiert werden, wie die Laute wirklich gebildet werden müssen. Mit den Mundbildern können wir uns also auf der Lautebene beschäftigen. Im weiteren Verlauf kommen dann die Buchstaben dazu, sodass dann
das Lesen und das Rechtschreiben angeschlossen wird. In weiteren Videos werden wir die Umsetzung dieser Thematik zeigen mit den entsprechenden Materialien, die wir in der kybernetischen Methode verwenden. Außerdem können Sie wie immer weiterführende Informationen auf unserer Homepage finden oder in unseren YouTube-Videos. Gerne können Sie natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!